Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Wir lassen heute das Schicksal mal wieder sprechen. Ja, hier zeigen sich schon Sachen, die haben mit Bindungen zu tun. Ich sage euch gleich mehr. So, das ist die Ausgangsposition, das ist eine mögliche Herausforderung oder eine Segnung, die wir haben dürfen. Und hier so ist das Schicksal auf der Seite, dass man sagt, ich gucke mir meine Wünsche und Sehnsüchte an, ich gucke mir mein Gegenüber an, wo sind Nähe- und Distanzthemen, wo entwickelt sich etwas in eine Richtung, die vielleicht noch nicht greifbar ist. Der ein oder andere hat vielleicht auch keinen Partner und sehnt sich nach einem. Die anderen sind durch Distanz getrennt oder der Partner ist viel unterwegs. Ja. Es geht auch darum, wo investiere ich rein mit meiner eigenen Schöpferkraft, was ist meine Lebensreise, wo sind langfristige Ziele. Und wir haben hier mit dem Wohnzimmer den engsten Kreis eigentlich. Ne? Hier ist es so, da fühlt sich die Seele aufgehoben. Da bleibt man vielleicht auch nur zusammen wegen den Finanzen. Oder man möchte eine Partnerschaft, bei der das Seelenleben irgendwie sehr mit eingebunden ist. Möglicherweise gibt es hier Dinge, die sind sehr in der Komfortzone drin. Ne? Wir haben hier möglicherweise auch Menschen, die bleiben nur wegen dem Thema Geld zusammen oder ja, alles dreht sich um das Thema Geld. Aber hier ist auch so eine Entwicklung, da muss man ein bisschen aus der Hängematte raus, würde ich mal sagen. Man guckt sich sein Beziehungsleben an. Man erkennt vielleicht auch Sachen, das ist jetzt sehr speziell, die man in der Vergangenheit erlebt hat. Man erkennt Kreisläufe, Vaterthemen. Der ein oder andere kommuniziert vielleicht auch nochmal mit der Vergangenheit oder hat noch Kontakte mit Partnern aus der Vergangenheit. Und das ist so ein Ding, dass man Bilanz zieht. Man guckt sich sein Beziehungssystem an, man überlegt, was ähnelt auch dem Konstrukt, was mir vorgelebt wurde. Möglicherweise ist hier auch so, dass man Aussprachen hat in Beziehungen. Natürlich könnte man das Ganze jetzt auch auf die Leute drehen, die keinen Partner haben. Ne? Man guckt sich das ja trotzdem an. Viele leben ganz gerne alleine, haben aber trotzdem irgendwelche Sehnsüchte oder ich sag mal so Kreisläufe, wo sie ihr Ängstes pflegen und nicht mehr über den Tellerrand rausgucken wollen. Oder die Vergangenheit tatsächlich noch nicht bearbeitet oder verarbeitet haben. Das hier kann auch zutreffen auf eine Situation, die mit Vergangenheitsbewältigung zu tun hat. Oder auf eine Situation, da sitzt man zwischen zwei Stühlen. Ne? Möglicherweise zieht man auch hier immer wieder die gleichen Partner an und fragt sich, warum.
wenn wir jetzt mal die Personen rausnehmen, kann hier sein, ein oder anderem winkt ein finanzielles Angebot. Man sieht Kontakte mit einem Menschen oder nennen wir es Auftrag, Vertrag, Verbindung, wo man verbindliches Geld auch generieren kann. Allerdings ist es da auch so, es kann jemand auch aus dem Ausland sein oder weiter weg, dass man etwas macht, was nicht innerhalb der Komfortzone liegt einfach. Von der Zeit ist es hier eine sehr schnelle Energie. Wir haben so die nächsten 24 Stunden bis zur nächsten 4 Wochen. Also all dieses kann hier auch auftauchen aus dem Bereich Ex-Beziehungen, ne, dass man nochmal finanzielle Themen klärt oder ja, dass man die Seele mal aus diesem Rädchen rausbringt, wo man denkt, ich hänge irgendwo fest. So, da ist jetzt irgendwie die Challenge, dass man sich ja wirklich aus der Komfortzone bewegen muss und die Herausforderung, aber man sieht irgendwie auch, dass ein neues Vertrauen geschaffen wird, dass man möglicherweise selbst sich wieder aufrichten kann, seine eigene Stärke leben kann. So, dann haben wir so ein bisschen als Motto, wie können wir das alles umsetzen? Die Gnade. Ja, und die Karte sagt eigentlich, dass wir ganz froh sein können, dass wir entspannen und loslassen können, dass unsere spirituelle Größe reift und dass uns eine Zeit bevorsteht, bei der wir einfach wieder eine andere Leichtigkeit haben, wo wir inspiriert sind und die Freude wieder mehr fühlen. Hier ist es auch so, die Kommunikation wird erwähnt. Ne? Man kann sich hier auch mal unangenehme Wahrheiten sagen, ohne dass man angepiekt ist. Ne? Man steht drüber, man muss auch nicht gleicher Meinung sein, aber man kann es so stehen lassen. Hier ist eine Zeit, wo man auch, ich sage mal, diplomatisch agiert. Also man haut nicht einfach raus, sondern man achtet auf seine Worte. Man ist gnädig auch mit dem anderen. Man guckt von der anderen Seite aus und versteht vielleicht auch besser, was das Gegenüber oder was die anderen in unserem Leben so gelebt haben. Und man ist ja auch bereit, dass man etwas fallen lässt, dass man nicht auf irgendetwas besteht oder sich immer wieder drauf beruft, nur um Recht zu haben, sondern man kann das Ganze einfach so stehen lassen. Was haben wir hier noch? Ja, die Vereinbarung, ne? Das Element Wasser, Fische, Krebs, Skorpion, aber auch emotionale Dinge, die hier vereinbart werden und die irgendwie für ein anderes Gleichgewicht sorgen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.